Hallo meine Freunde, hola Madridistas, Regen in Andalusien, das ist sehr selten. Trotzdem ist heute Sonnenschein bei uns zu Hause, denn meine kleine Tochter, die liebe Maya, wird heute 5 Jahre alt. Also, wenn ihr jetzt auf Pause drücken wollt und ihr was Nettes in die Kommentare schreibt, seid euch sicher, ich lese es ihr gleich vor. Ja, wie dem auch sei, genug jetzt von uns. Kommen wir zum heutigen Video und kommen wir zu Real Madrid. Denn Kylian Mbappé hat gestern Geschichte geschrieben. Er hat sein 400. Tor als Profifußballer geschossen. Und das mit unter 27 Jahren. Er hat es schneller gemacht als ein gewisser Lionel Messi und schneller gemacht als ein gewisser Cristiano Ronaldo. Was er selber dazu zu sagen hat, aber auch, was er zum Kabinenstreit in Real Madrid zu sagen hat, ich glaube, das interessiert uns noch ein bisschen mehr. All das erfahrt ihr in diesem Video. Dann gibt es allerdings nicht nur gute Nachrichten, denn ein Eduardo Camavinga ist schon wieder verletzt. Was da los ist, erzähle ich euch natürlich auch. Dann habe ich noch eine ganze Menge andere Themen. Unter anderem unterhalten wir uns über Jude Bellingham. Thomas Tuchel hatte in der Pressekonferenz vor dem England-Spiel angekündigt, ein Harry Kane, ein Foden und ein Bellingham werden nicht zusammen spielen. Und er hat gestern seinen Worten Taten folgen lassen. Vielleicht ist es ein kleiner Wink für Jude Bellingham, den wir auch in Real Madrid gebrauchen könnten. Also darüber reden wir in dem Video. Dann unterhalten wir uns auch über Cristiano Ronaldo, über Italien, über die NFL. Also, wie ihr hört, es wird wirklich ein vollgepacktes, buntes Video. Viel Spaß dabei. Herzlichen Glückwunsch, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé hat gestern mit 26 Jahren, 10 Monaten und 24 Tagen sein 400. Tor in seiner Karriere geschossen. Wenn wir den vergleichen mit den zwei wohl größten Fußballern unserer Generation, Lionel Messi hat dafür 27 Jahre, 3 Monate und 3 Tage gebraucht, also ein halbes Jahr früher als der Argentinier und über ein Jahr früher als mein Goat, als Cristiano Ronaldo. Er hat dafür 28 Jahre, 11 Monate und 7 Tage gebraucht. Ja, Kylian Mbappé wurde darauf natürlich angesprochen und hören wir uns mal die Antwort von unserem Franzosen einmal an. Hätten Sie mir das vor 20 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, das ist fantastisch. Jetzt, wo Sie das sagen, wo es einen Spieler mit 950 und einen mit 900 gibt, tja, da muss man noch 400 nachlegen, damit man mich überhaupt ein bisschen bemerkt. Also es ist super, es ist eine symbolische Zahl. Klar ist das was Besonderes, aber so ist es. Man muss weiterarbeiten und weiter so viele Tore wie möglich schießen. Ja, also, keine Ahnung, Kylian Mbappé wird mir immer sympathischer. Nicht nur, dass er mit diesem ganzen Kabinengehabe nichts zu tun hatte. Ich dachte immer, der ist einer der Hauptschuldigen, aber das macht ihn schon sehr sympathisch. Aber auch seine Art und Weise, wo er sagt, ja, hättest du mir vor 20 Jahren gesagt, dass ich mal 400 Tore mache, hätte ich gedacht, wow, unglaublich. Aber jetzt rennt da ein Biest rum mit 950 Toren und ein anderes Biest mit 900 Toren. Also ich muss weitermachen, ich muss nochmal das Doppelte machen, also mindestens 800, damit man überhaupt über mich redet. Also wie gesagt, der wird mir immer sympathischer, Kylian Mbappé. Ich hoffe jetzt, dass er auf dem Platz noch ein bisschen mehr Leader wird. Vielleicht auch in der Kabine als Autoritätsperson. Denn, wie wir mitbekommen haben in den letzten Tagen, in dieser Kabine herrscht Unruhe und wir brauchen Leader händeringend, seit Real Madrid im Laufe der letzten Jahre die Sergio Ramos, die Modric, die Kroos etc. verloren hat. Wir brauchen neue Leader. Vielleicht ist Kylian Mbappé einer. Ja, wie versprochen, ich versuche auf diesem Kanal immer fair zu sein. Ich habe euch die letzten 2-3 Tage erzählt, welche Probleme es in der Kabine gab. Und darauf wurde ein Kylian Mbappé auch angesprochen. Hören wir uns die Antwort einmal an. Hat 4:0 gegen die Ukraine gewonnen mit einem Doppelpack von Mbappé, einer davon ein Panenka-Elfmeter. Mbappé hat damit 400 Tore als Profifußballer erzielt. Frankreich ist bereits für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Und nach dem Spiel hat unser Kollege Dani Gil Kylian Mbappé nach seiner Beziehung zu Xabi Alonso gefragt.
Das hat er gesagt. Kylian, es wird über eure Beziehung mit Xabi Alonso in der Umkleide bei Real Madrid gesprochen. Wie ist die Lage? Was soll ich dazu sagen? Nein, ich habe nichts zu sagen. Du weißt, dass bei Real Madrid, wenn man keine Spiele gewinnt, die Leute viel reden, zu viel. So ist das. Wir haben 2 Spiele nicht gewonnen, das wissen wir. Wir haben sehr schlecht gespielt, aber wir werden nach der Pause zurückkommen, um gegen Elche zu gewinnen. Am Ende sind wir Erster in der Liga, wir sind unter den letzten 8 in der Champions League. Es ist nicht perfekt, sicher, natürlich, aber am Ende weißt du so gut wie ich, besser als ich, dass in Madrid, wenn solche Kleinigkeiten auf dem Platz nicht funktionieren, die Leute versuchen, viele Dinge zu tun, aber wir sind eine Einheit und wir halten alle zusammen, um dieses Jahr alle Titel zu gewinnen. Ja, eine ziemlich ähnliche Antwort hat übrigens gestern ein Dean Housen bei einem Interview für die spanische Nationalmannschaft gegeben. Beide spielen das runter und sagen, es liegt daran, dass Madrid jetzt wirklich 2 schlechte Spiele gemacht hat. Da versucht die Presse irgendwas aufzubauschen, aber wir in der Kabine stehen zusammen und wir sind immer noch Tabellenerster und werden gegen Elche versuchen, die 3 Punkte zu holen. Ja, ganz ehrlich, ein großer Teil von mir wünscht sich, dass das wahr ist, weil ich wünsche mir nichts mehr als den Erfolg von Real Madrid. Aber ganz ehrlich, was sollen Kylian Mbappé denn auch sagen? Oder ein Dean Housen? Sollen die sagen, ja, klar, wir haben Riesenprobleme in der Kabine? Natürlich sagen die, dass da nichts ist. Und meine Augen sehen, wie ein Vinny geschimpft hat, als der ausgewechselt wurde. Meine Augen haben gesehen, wie er sich bei allen entschuldigt hat, außer bei einem Xabi Alonso. Ich habe gesehen, wie ein Fede Valverde sich nicht warm gemacht hat, etc. Naja, vielleicht hat er recht, vielleicht werden diese Kleinigkeiten zu sehr aufgebauscht und in der Kabine ist der Zusammenhalt noch da. Wäre mein größter Wunsch, wäre eine Riesenfreude für mich, denn ich bin immer noch der Meinung, Xabi Alonso, die beste Nachricht für den Madridismo wäre, wenn dieser Mann auf die nächsten 20 Jahre noch Trainer von Real Madrid wäre. So eine Ära wie ein Alex Ferguson bei Manchester United wäre ein Traum für uns alle. Ja, wer auch ein Teil von dieser Ära sein möchte, ist Eduardo Camavinga. Das Potenzial dazu hat er ohne Zweifel. Der hat uns alle schon so oft begeistert. Allerdings werfen ihn die Verletzungen immer wieder zurück. Gestern habe ich vorgewarnt, er hatte mit Frankreich nicht mittrainiert, hat das Spiel gegen die Ukraine auch verpasst und jetzt die nächste Hiobsbotschaft. Denn wie ihr seht, RMC Sport berichtet, nachdem er sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat und bereits am Donnerstagabend gegen die Ukraine fehlte, wird Eduardo Camavinga das Trainingslager der französischen Nationalmannschaft verlassen. Genau das, was ich befürchtet hatte, als ich gestern euch gesagt habe, dass Didier Deschamps schon den Thuram nachnominiert hat. Warum sollte er das machen, wenn er davon ausgeht, dass es nur eine kleine Sache ist bei Eduardo Camavinga? Ich kann nur die Daumen drücken und hoffen, dass es nichts Großes ist. Dieser Junge ist so ein sympathischer Kerl. Ich drücke ihm die Daumen, dass es keine große Verletzung ist und er schnell wieder in der Dynamik von Real Madrid ist. Ja, bevor ich es vergesse, dieser Sieg von Frankreich gestern mit 4:0 gegen die Ukraine bedeutet übrigens, dass die französische Nationalmannschaft sich für die WM standesgemäß qualifiziert hat. Kylian Mbappé gestern unter anderem mit einem Doppelpack und einem Assist, ganz klar Man of the Match. Ich gratuliere vor allem Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni und wer weiß, auch Ferland Mendy. Ja, ein anderer Nationalspieler von uns, der bereits für die WM qualifiziert ist, ist Jude Bellingham mit England. Gestern habe ich euch in meinem Video noch gesagt, Thomas Tuchel hat in der Pressekonferenz gesagt, dieses Trio, Foden, Bellingham, Kane, das gibt es in seinem System nicht. Und ich zeige euch mal die Ausstellung von dem 2:0-Sieg von England gegen Serbien gestern. Und ihr seht, Harry Kane hat gespielt, aber sowohl ein Foden als auch ein Bellingham waren auf der Bank. Vielleicht wollte sich ein Thomas Tuchel nicht in die Karten schauen lassen, wer für ihn eher auf der 10 spielt und wer nicht. Aber wenn wir uns das 2:0 von England gestern anschauen, ich versuche es wegen dem Urheberrecht, ich versuche es, das Bild zu drehen und einen Filter drüber. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem sehen oder ich zeige es langsam. Aber wenn man sieht, wie ein Bellingham hinten den Ball erobert, seine Stärke, seine Zweikampfstärke, der ist so ein körperliches Biest, wie er den Ball dann nach vorne treibt und dann den Ball auf den Foden gibt. Der legt den Ball links raus auf Easy, der macht das 2:0 für England gegen Serbien. Aber
anstatt Foden könnte doch da genauso gut bei Real Madrid ein Arda Güler stehen und links vorne ein Vini Junior. Also ich bin immer noch der festen Überzeugung, ich habe es schon seit über einem Jahr auf diesem Kanal, sage ich es, dass für Bellingham vielleicht diese Achterposition, Sechser bis Achter, wo die meisten Zweikämpfe passieren, wo du die meiste Dominanz schaffen kannst, dass das deine beste Position wäre. Gib dann den Ball vorne auf dem Arda. Die Connection von Arda und Kylian Mbappé hat kein anderes Duo in Europa. Und seit Bellingham zurück ist und ein Arda nicht mehr auf der 10 spielen kann, nicht mehr in der Nähe von einem Kylian Mbappé, ist diese Connection etwas verloren gegangen. Kylian Mbappé hat 2 wirklich schlechte Spiele gemacht. Vielleicht fehlt ihm da sein kongenialer Partner. Also als ich dieses Tor gesehen habe, kam bei mir wieder der Gedanke, warum nicht auch für Madrid? Vielleicht versucht ein Thomas Tuchel und ein Xabi Alonso beide das Gleiche, ihm durch die Blume zu zeigen, Brudi, du bist kein Mittelstürmer, du bist am besten auf der 8, Box to Box. Da kannst du all deine Stärken zeigen, die Jude Bellingham ohne Zweifel hat. Ich bin immer noch der Meinung, dieser Junge kann Ballon d'Or-Sieger werden. Ja, wie dem auch sei, lasst mir eure Meinung dazu auch gerne in den Kommentaren. Dann bleiben wir erstmal bei Real Madrid, bevor wir zu den anderen Themen kommen. Falls ihr heute Real Madrid Fußballspieler spielen sehen wollt, müsst ihr euch heute um 20 Uhr Marokko gegen Mosambik anschauen. Da spielt Brahim. Ansonsten habt ihr noch eine Chance. Um 20:45 Uhr spielt die spanische U21-Nationalmannschaft gegen die U21-Nationalmannschaft von San Marino. Also Gonzalo Garcia, ich hoffe, er kann heute ein paar Tore für Spanien spammen. Ja, wer gestern keine Tore gemacht hat, und das ist schon eine Nachricht, wenn ich das mal sagen kann, ist ein Cristiano Ronaldo. Trotzdem muss ich euch etwas über den Portugiesen sagen. Der hat sich gestern eine rote Karte abgeholt. Meiner Meinung nach, ich zeige euch die Szene, ist der Fußball heutzutage verweichlicht. Er wurde das ganze Spiel gehalten, geschubst, gedrückt und irgendwann lässt er sich so ein bisschen frustmäßig so nach hinten. Ob das eine rote Karte sein muss? Vielleicht habe ich auch eine Cristiano Ronaldo-Brille an. Für mich ist das zu wenig für eine rote Karte, vor allem gegen Irland, also auch eine stabile Mannschaft. Wie dem auch sei, warum erzähle ich euch, dass er eine rote Karte bekommen hat? Portugal, die müssen zu Hause im letzten Spiel gegen Armenien nur gewinnen oder unentschieden spielen und sind für die WM qualifiziert. Aber ein Cristiano Ronaldo könnte dafür 2 Spiele Sperre bekommen oder 3. Und dann würde er nicht nur das Spiel gegen Armenien verpassen, sondern die nächsten offiziellen Länderspiele. Freundschaftsspiele fallen da nicht drunter, die zählen nicht. Das würde bedeuten, ein Cristiano Ronaldo würde das erste oder vielleicht sogar die ersten beiden Länderspiele, WM-Spiele für Portugal verpassen. Also für die Aktion 1 oder 2 WM-Spiele verpassen, also wie gesagt, habe ich kein Verständnis für. Wie gesagt, aber auch da, ich habe eine Ronaldo-Brille vielleicht, könnt eure Meinung dazu gerne lassen. Ja, und zu guter Letzt, ich habe es vor einigen Wochen schon mal erwähnt, es hat nichts mit Real Madrid zu tun, aber erlaubt es mir bitte, dass ich es trotzdem erwähne, weil ich komplett verblüfft bin. Italien ist für mich eine der größten Fußballnationen der Welt. Italien hat die letzten beiden WMs verpasst. Und jetzt könnte Italien die 3. WM am Stück verpassen. Sie haben gestern zwar ihr Länderspiel mit Hängen und Würgen kurz vor Schluss mit Toren in der 88. und 90. Minute mit 2:0 gewonnen. Das Problem, Norwegen hat ihr Spiel 4:1 gewonnen. Doppelpack von Sørloth, Doppelpack von Erling Haaland, wie soll es auch anders sein? Und wie ihr seht, in der Tabelle ist ein Spieltag vor Schluss Norwegen 3 Punkte vorne, aber vor allem auch 17 Tore vor Italien. Die beiden Nationalmannschaften treffen zwar am letzten Spieltag aufeinander, aber selbst ein 8:0 würde Italien nicht reichen. Also Italien muss schon wieder in die Extrarunde, in die K.O.-Spiele. Naja, jede andere Mannschaft dieser Welt, die in diese K.O.-Spiele muss sich Sorgen machen. Italien ist ein super Fußballland und haben es meiner Meinung nach auch verdient, bei einer WM dabei zu sein. Aber ich habe vorgewarnt und es ist genauso gekommen. Norwegen ist quasi für die WM qualifiziert. Freut mich natürlich für einen Erling Haaland. Aber für Italien geht es, so wie es aussieht, nochmal in die Quali.
bin ich gespannt, gegen wen. Ja, wie gesagt, das hatte nichts mit Real Madrid zu tun, aber jetzt kommen wir noch einmal zu Real Madrid. Denn an diesem Sonntag ist das Santiago Bernabéu der Veranstaltungsort für ein historisches Ereignis. Zum ersten Mal wird ein NFL-Spiel in Spanien stattfinden und natürlich woanders als in unserem Fußballtempel im Santiago Bernabéu. Ich lasse parallel schon so ein bisschen die Bilder einspielen, wie das Santiago Bernabéu inzwischen aussieht. Am Sonntag um 15:30 Uhr spielen die Miami Dolphins gegen die Washington. Ich weiß gar nicht, wie die inzwischen heißen. Ich weiß, wie die früher hießen, aber die haben ihren Namen geändert. Keine Ahnung, Commanders, glaube ich, heißen die inzwischen. Ja, ich glaube Washington Commanders. Ja, wie dem auch sei, der offizielle NFL-Account, ich lasse es parallel laufen, hat dann dieses Video gemacht. Der offizielle NFL-Account, keine Ahnung, 32 Millionen Follower. Also ganz Amerika sieht das Santiago Bernabéu. Im Endeffekt kann das nur gut für Real Madrid sein. Vielleicht schauen sich die ein oder anderen Sportarten an, was für ein geiles Stadion wir haben, das schönste der Welt. Vielleicht sind das wieder zukünftige Einnahmen für Real Madrid. Ja, wie gesagt, eine Menge Themen, bunt durcheinander gemischt. Lasst mir eure Meinung dazu bitte in den Kommentaren. Und wenn ihr schon mal da seid, lasst ein Like da, teilt dieses Video. Wer noch kein Follow da gelassen hat, drückt drauf. Support ist kein Mord. Und wir sehen uns morgen wieder. Denkt dran, hypen, hypen, hypen. Bis morgen. Allah